Willkommen zu Frequent Trader TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Heutige Themen sind: Indien lässt alle 787 prüfen. Airbus kann mit einem großen Auftrag aus dem Nachbarland Polen rechnen, neben anderen Aufträgen. Dann gibt es einige, ich sage jetzt mal unangenehme Neuigkeiten von Airbus. Der Airbus 220-300 soll aufgestockt werden, mehr Plätze rein, so wie beim 320er. Ja, für alle, die mit Miles & More sammeln, da gibt es neue Regelungen, beziehungsweise alle mit Miles & More Status gibt es neue Regelungen bei Eurowings. Dann haben wir nochmal das Thema: Ist irgendwie diese Miles & More Änderung positiv gewesen für Lufthansa oder negativ? Leidet LH drunter? Oder sollte man sagen, ist das ein Schuss in den Ofen gewesen? Auch haben wir noch als Thema Royal Jordanian, da gibt es einen Status-Match. Ja, damit haben wir alle neuen Themen für heute oder frisch gepressten Themen einmal geteasert. Ihr könnt wie immer den Kanal an dieser Stelle abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen. Aber denkt dran, auch aufs School zu kommen und dort die Themen zu diskutieren. Ja, Like, glaube ich, und so weiter auch da lassen. Das erste Thema ist der Unfall in Indien. Die 787er in Indien müssen einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden. Hintergrund ist natürlich der Absturz von Air India 171 in Ahmedabad. Und der Dreamliner, die 787-8er, ist aus dem Baujahr 2013. Kurz nach dem Start ist das Flugzeug ja abgestürzt in ein Wohnheim bzw. in eine medizinische Hochschule, dessen Wohnheim das ist. Und Verluste sind 241 Tote, 242 Passagiere und Crew waren an Bord. Zusätzlich gibt es mehrere Tote und Verletzte am Boden. Man geht davon aus, dass es mehr als 270 Opfer gab. Ja, für den Grund gibt es immer noch keine Erklärung, logischerweise, weil sowas Monate dauert. Aber wie ich mich Gott sei Dank habe belehren lassen von euch, und dafür danke ich, dass ihr dieses Feedback gebt. Der FDR, also der Flight Data Recorder, und der Flight Voice Recorder sind zwei Geräte, die in einem sind. Das heißt also, man hat diese Geräte doppelt, aber mit beiden Daten. Heißt also einmal mit dem Cockpit Voice Recorder und dem Flight Data Recorder in einem Gerät. Würde also reichen, wenn eins im Takt ist, dass man eins findet. Das nur so als Hinweis, danke dafür. Und dann die andere Geschichte ist, dass die RAT, also die Ram Air Turbine, ausgefahren war. Das ist das, was rausfährt, wenn das Flugzeug keinen Strom mehr hat, wenn die Hydraulik versagt. Beziehungsweise der dritte Grund, was war es auch nochmal, habe ich jetzt leider nicht auf Kette. Also wie gesagt, das sind drei Szenarien, die das automatisierte Rausfahren der RAT machen. Warum? Die Ratte kommt raus deshalb, weil man keinen Strom hat. Heißt also im Prinzip, dass wenn die Triebwerke keine Leistung haben, dass so etwas automatisiert passiert. Da gibt es anscheinend Beweise für, auch wenn man dieses High-Pitched Noise, das hört sich an, als ob da ein Mod vorbeifliegt, weil der Propeller ja fast an der Schallgrenze dreht, um die Stromversorgung, die Hydraulik im Flugzeug sicherzustellen. Die gab es, und es gibt da auch ein Video aus Japan, zumindest von Japan Airlines, die eine Notlandung gemacht hat, und da ist die Ratte auch draußen und da hört man dieses sonore Geräusch, und das gab es auch bei der Air India Maschine. Also insofern gab es da wohl Hydraulik- und Elektrikprobleme, zumal man ja auch Videos, wobei ich das natürlich nicht verifiziert habe, gibt von dem Flugzeug, wo es Stromprobleme gab auf Flügen davor. Ja, die technischen Konsequenzen ist, dass alle 787 im Land überprüft werden. Man möchte eine Sicherheitskontrolle machen aufgrund von technischen Mängeln. Es soll wohl Überprüfungsumfang sein: Treibstoffsystem, Triebwerkssteuerung, Kabinenluftsystem, Hydrauliksystem. Jede Maschine, die 787 von Air India, wird nach der Rückkehr in Indien überprüft. Erst nach dem einmaligen Sicherheitscheck ist ein erneuter Ansatz im Flugplan erlaubt. Air India hat 33 787 und davon waren zum Zeitpunkt der Meldung 9 gemacht. Also es müssen jetzt mittlerweile mehr sein, weil es ja gestern schon so war. Ja, für uns Passagiere heißt es natürlich, dass da Verspätungen, aber auch Streichungen möglich sind. Umläufe verlängern sich halt durch den technischen Mehraufwand.
und es gibt auch keine Aussagen zur Dauer der Überprüfung. Stand der Ermittlungen habe ich euch ja kurz gegeben. Da wird relativ viel natürlich gemacht, weil es sehr, sehr wichtig ist. Indien reagierte schnell und konsequent auf den ersten tödlichen Absturz der 787 Dreamliner weltweit. Die dringenden Checks sollen halt ähnliche Vorfälle verhindern. Für Passagiere bedeutet das natürlich kurzfristige Unannehmlichkeiten, aber ich sage mal ganz ehrlich, lieber ein bisschen Unannehmlichkeiten, als am Ende dann ein ähnliches Schicksal zu haben. Und es ist ein wichtiger Schritt, damit man halt wirklich Vertrauen in die Sicherheit und ja, Zuverlässigkeit der 787 behält. Ihr könnt ja auch gerne schreiben auf Skool, was ihr davon haltet, wie ihr das Thema seht und wie ihr damit umgeht. Airbus hat einen Großauftrag anscheinend mit LOT, denn die entscheiden sich gegen die E2, die entscheiden sich für die 220er. Voraussichtlich soll es heute am Montag bekannt gegeben werden. Dadurch, dass ich natürlich vorher aufzeichne, habe ich da natürlich nicht den genauen Sachverhalt in Anführungsstrichen beziehungsweise die Bestätigung, aber ihr werdet es ja merken, aber relativ verlässlich ist es. Die A220-100, aber auch die 300 sollen gekauft werden. 84 Flugzeuge, ab 2027 sollen diese auch ausgeliefert werden. Und die Medien berichten halt, dass man sich gegen die Embraer E2 bei Airbus durchgesetzt hat. Und damit ist es so, dass man ein aggressives Angebotspaket gemacht hat von Airbus Seite. Denn das wäre ja der erste Großauftrag seit langem wieder in Polen. Denn da gibt es keine Verkehrsflugzeuge und soweit ich das auch weiß, habe ich irgendwo gelesen, es gibt auch keine Airbus-Flugzeuge, die in Polen registriert sind. Und damit ist es so, dass natürlich die E-Jets ausgewechselt werden sollen, die älteren, und den Wachstumskurs von der LOT unterstützen. Es soll ja ein großer Flughafen Nähe Warschau demnächst ja aufmachen, ist ja kein Gerücht, sondern es ist ja so. Und 40 Millionen Passagiere jährlich und soll natürlich dort auch im europäischen Luftverkehr eine Rolle spielen. Die 220 ist effizient, flexibel einsetzbar und hat ja auch gute Voraussetzungen auf der Mittelstrecke, aber als auf der Kurzstrecke in Europa eingesetzt zu werden. Die 737 MAX wollte man nicht weiter nachbestellen. Das hatte man 2024 bei LOT ja ausgeschlossen. Und Airbus wäre doof, wenn sie dieses nicht nutzen und ausnutzen würde. Ja, das ist der Meilenstein für Airbus, dass man dort in Polen dann Gas geben kann. Und der offizielle Abschluss auf der Paris Air Show, die ja heute startet. Ja, dann müssen wir weitermachen mit einem weiteren Thema, frisch gepresst für die A220-300er. Da soll man nochmal sagen, Airbus wäre nicht auf Low-Cost-Carrier am Zugehen. Ja, warum? Weil die Sitzplätze werden kondensiert. Es wird eine Art High-Density geben. Man zertifiziert jetzt den Airbus 220-300 mit 160 Sitzen anstatt mit 149 Sitzen. Und das ist halt ein wichtiger Faktor für Airlines, vor allem im Low-Cost-Segment. Man hat halt eine starke Nachfrage nach mehr Kapazität. Die Effizienzsteigerung pro Flugzeug heißt also auch mehr Passagiere, mehr Geld, geringe Kosten pro Sitzplatz. Und man positioniert sich ganz klar gegen den E2 von Embraer, hat damit eine höhere Möglichkeit, bessere Möglichkeit. Aber es sind Anpassungen nötig. Man braucht also 2 Notausgänge pro Seite über den Tragflächen, also zusätzlich 2. Dann die bauliche Modifikation am Rumpf wird notwendig, obwohl das Flugzeug dafür auch vorbereitet ist. Also das heißt, das hat man schon eingeplant. Fluchtrutschen sind bereits vorhanden, müssen aber neu bewertet werden. Und der Zertifizierungsstart für das Programm ist jetzt im Juni 2025, dauert circa ein Jahr. Und offiziell gibt es keine Fluggesellschaft, die damit startet. Erhöhung macht natürlich, also Erhöhung der Sitzplätze macht den 220-300er natürlich interessanter für Fluggesellschaft. Und ähnlich wie beim 320er, der ist ja auch von 180 Sitzplätzen auf 195 Sitzplätze gegangen. Und da ist es halt so, dass man hier ehrlicherweise sagen muss, ja, ich weiß es nicht so genau, fühlt ihr euch in der Sardinenbüchse wohler? Ich fand den 220er gerade deshalb angenehm, weil dort Sitzplatz war, der Abstand war und es auch ordentlich war. Aber hier brauche ich eure Meinung, hier brauche ich eure Bewertung, ob ihr da
etwas zu sagt, ich bin meinen 2,1 Meter, bin natürlich etwas außer der Reihe, aber die Menschen werden länger und wer 1,80 schon ist, kann durchaus Probleme haben. Und da wäre ich mal gespannt, was eure Meinung dazu ist und wie ihr das seht und wie ihr mit dem Thema umgeht, ob ihr sagt, hey, da sollte es vielleicht auch eine andere gesetzliche Regelung geben als das, was jetzt hier gerade gemacht wird, weil es muss ja auch irgendwann mal damit Rechnung getragen werden, dass Menschen länger werden und vor allem auch breiter. Also es ist ja nicht so, dass man, ne, ihr wisst, was ich meine. Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Wenn ihr Lufthansa-Statuskunden seid, da gibt es neue Vorteile bei Eurowings. Das ist ein Thema, was richtig spannend ist, weil das Boarding soll verbessert werden, gerade das Priority Boarding. Horn-Circle-Member und Senatoren, deren Mitreisende natürlich auch, die in derselben Buchung enthalten sind, ist ja klar, sind automatisch Gruppe 1, auch bei Eurowings. Dann soll es einen Vorabend-Check-in gratis geben, kostenlose Aufgabe des Gepäcks am Vorabend, ein Schalter oder einen Automaten für meist immer Statuskunden ab Senator. Dann soll das Ganze auch ab Business Class möglich sein, also Biz Class, auch für Mitreisende von Horn-Circle-Membern. Und der Loungezugang in München wird verbessert. Eurowings-Passagiere mit Status dürfen nun durch Sicherheitskontrolle im Terminal 2 und Lufthansa Lounge entspannen. Aber, hey, die fliegen nicht von T2. Das heißt, also ihr müsst dann den Bus zum T1 nehmen, den ich selber auch mit Finnair zum Beispiel genutzt habe oder mit Emirates. Heißt also, da muss man mit dem Bus einmal rumfahren. Deshalb relativ guter Hinweis, aber rechtzeitiges Erscheinen zur Party ist wichtig. Ist natürlich kein Gamechanger, ist aber eine angenehme Vereinfachung, vor allem für Reisende ab München, wenn ihr also viel fliegt. Und trotzdem T2 wäre besser, wenn Eurowings ab T2 fliegt. Also T1 ist zwar hübsch geworden oder hübscher geworden, aber T2 wäre besser. Was denkt ihr darüber? Was ist eure Meinung? Jetzt eine Meinung, die ich auch interessant finde, ist natürlich zu dem Miles & More Produkt. Und zwar ist es so, dass man da zwar jetzt neue Dynamiken hat, aber immer noch alte Probleme hat. Heißt also, man hat eine neue, im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Dynamik durch die neuen dynamischen Preise bekommen. Aber entgegen der Erwartung spielen Saison- und Buchungszeitpunkt eine untergeordnete Rolle. Es ist eher der Abflughafen, der halt dort Spaß bereitet, beziehungsweise die Antworten auf den Preis gibt. Loyalität wird ja auch bestraft in dem Sinne, dass Leute mit teuren Meilenpreisen Vorlieb nehmen müssen, wenn sie halt aus den Kernmärkten der Bundesrepublik Deutschland, Schweiz oder aber Österreich oder demnächst auch Italien losfliegen. Belgien ist das andere. Also wo die Lufthansa Group stark ist. Und da ist es halt so, dass man natürlich dort ein Vielfaches an Meilen zahlen kann, wenn man in Frankfurt oder München oder sowas abfliegt, als wenn man irgendwo anders abfliegt. Also da kann man ja zum Beispiel mit Istanbul, Madrid oder Oslo durchaus mehr Bang for the Buck bekommen. Muss aber ehrlicherweise natürlich sagen, dass diese natürlich dann auch denselben Flug haben. Das heißt, also ihr habt dann nur einen Zubringer dazu gebucht, den ihr auch nutzen müsst. Ihr müsst auch natürlich Opportunitätskosten nutzen. Ihr müsst ja hinfliegen, erstmal nach Istanbul, nach Oslo oder wohin auch immer. Und es ist halt die Nachbildung des Ticketmarktes. Und das ist ja das, was wir von den Ticketpreisen schon kennen, dass die Preislogik sich natürlich an Preisen für bezahlte Tickets orientiert. Und das führt natürlich zu diesen Unterschieden, die durchaus absurd und auch irgendwie lächerlich sind und merkwürdig sind für den einen oder anderen. Und das ist halt so, dass der Meilensammler nun halt auch dann einfach mal nach Oslo, nach Prag oder you name it, Amsterdam, wo immer die Ticketpreise günstiger sind, mit Meilen fliegt. Besonders treue Vielflieger, Hons und Senatoren sind hier auch benachteiligt, weil sie ja gerade in den Hubs und Hub-Regionen der Lufthansa Group wohnen. Und dort sind die Prämienflüge, genau wie die Flüge ja selber auch, also wenn man sie mit Geld bezahlt, ne, auch am teuersten. Flex Plus Prämien sind abgeschafft, was auch natürlich wieder ein Nachteil ist für die Prämienkunden. Was ist aber jetzt die Frage, welche Zielgruppe hat man dort? Und die Gewinner der Umstellung sind natürlich Optimierer, aber auch internationale Kunden. Heißt also Leute, die Zubringer buchen und Gelegenheitsnutzer. Verlierer ist halt ganz klar der klassische Dachkunde, auch mit Benelux vielleicht ein bisschen, wenn man dort die Belgier und die Letzeburger nimmt. Heißt also, der jahrelang viel Geld in Meilen investiert hat, hat halt auch hier bei den Meilenbuchungen das Nachsehen. Und interessanterweise habe ich heute auch eine Werbung gesehen.
Ich werde sie da mal einblenden. Da einblenden. Beim Aerotelegraph gibt es heute eine Anzeige von Miles & More, die nicht als Anzeige direkt ersichtlich ist. Ja, sie ist gekennzeichnet als Anzeige, aber man denkt dann, das ist so ein Artikel. Und wenn man dann bis unten gelesen hat, findet man auch einen Link zu Lufthansa Miles & More. Also das heißt, Lufthansa muss erstmal erklären, wie toll sie sind und den Leuten erklären, dass das Programm halt wirklich auch das kann, was es verspricht, nämlich Vorteile bringen und bessere Reiseerlebnisse bringen. Aber wie ich gehört habe, ist es wohl so, dass bei Lufthansa nicht mehr so viele Hons und Sens sind und dass man halt merkt, dass die Leute da auch jetzt nicht mehr ganz so hübsch unterwegs sind. Und einige Reaktionen zu dem Programm sind ja auch relativ ernüchternd. Heißt also, dass viele Stammkunden sich schon umorientieren und sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Heißt also, dass man dort natürlich schon Parallelen sieht zu Sky Pesos, also quasi das Sky Pesos Programm in Europa, weil die Meilenwerte im Keller sind. Aber Miles & More hat halt auch alle Kunden schlechter gestellt, weil wenn man ehrlich ist, ist es halt so, neue Einlösungen sind wesentlich komplexer geworden, sind unattraktiver geworden und intransparenter geworden. Und ich bin mal gespannt, ob die nicht nur eine Schrumpfung der Kunden bei Lufthansa bekommen, also der Stammkunden, der loyalen Kunden, sondern auch eventuell da die Leute weniger Meilen sammeln. Und das neue Programm belohnt halt nicht mehr Treue, sondern halt wirklich Flexibilität und Optimierung. Und die Kerngruppe, also die Leute, die das Programm genutzt haben, um wirklich mit der Lufthansa was zu erleben und als Marke und sich da gebunden haben, die sind natürlich betrogen, aus dem deutschsprachigen Raum ja ganz besonders, weil das die Kernmarke ist und da ist alles teurer. Die Flüge sind teurer, die Meilenwerte sind teurer, also es ist halt wirklich ein Problem. Und die Frage, die ich euch hier gerne stellen möchte und die wir auch gerne dann auf School besprechen können, ist es so, dass die Leute sich gegen Miles & More wenden und Miles & More sich selber damit, um es im klassischen Sinne plakativ zu formulieren, ins Knie geschossen hat mit dem neuen Programm. Also da könnt ihr nochmal zu sagen, was ihr davon haltet und was ihr davon denkt. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze seht. Ja, letztes Thema, was ich heute für euch habe, das ist ein Status-Match. Hatte ich das gesagt? Wahrscheinlich nicht, habe ich glaube ich vergessen. Der Status-Match von Jordanian Airways, der heute gestartet ist, vom 15. bis zum 21. Juni. Und der ist deshalb spannend, weil man auch mit einem Hotelstatus ein Status-Match zu einer Fluggesellschaft bekommen kann. Und zwar ist es so, dass Hotel-Elite-Programme da auch den Status geben. Und zwar könnt ihr den Royal Jordanian Gold-Status bekommen, ein OneWorld Sapphire. Also das heißt nicht den Top-Status, aber trotzdem Sapphire. Kosten sind $199, den Gold Sparrow, so heißt er. Man kriegt nicht den großen, wie ist der Falcon, irgendwas. Auf jeden Fall ist es so, dass man dafür aber Einwohner von Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi oder Vereinigte Arabische Emirate sein sollte. Nachweis durchaus, was für Führerschein ist erforderlich. Ein Statusmatch pro Person ist erlaubt. Interessant ist halt auch, dass man dort bei Accor, Hilton, Hyatt, IAG oder Marriott Bonvoy einen Status haben möchte und müsste. Zum Beispiel bei Hilton Honors, wenn man Diamond hat, kann man dort den Status bekommen. Man bekommt beim Gold Sparrow, wie er so schön heißt, Zugang zur OneWorld Lounge weltweit, Priority Boarding, Priority Check-in, zusätzlich Freigepäck, Loungezugang auch bei Inlandsflügen mit American oder Alaska Airlines zum Beispiel. Das ist halt eine gute Sache. Kein Upgrade-Voucher, erst bei Requalifizierung auf dem normalen Weg. 12 Monate ist der Status gültig. Bearbeitung innerhalb von 3 bis 5 Werktagen, nur digitale Statuskarte, kein physischer Versand. Das heißt also, ihr kriegt die nur halt in der Wallet. Und es lohnt sich halt für Leute, die keinen OneWorld-Status haben, häufig in Kombi-Reisen, Loungezugang, andere Teile genutzen möchten. Aber ihr müsst halt in der GCC leben, das sind die Gulf Council Countries. Und keine Rückerstattung bei Ablehnung, kein zweiter Statusmensch bei Royal Jordanian erlaubt. Attraktive Möglichkeit, dieses zu bekommen und vor allem für $199, wenn man ehrlich ist, muss man ja sagen, hey Freunde, mit dem Hotelstatus, das ist ja fast so wie damals mit der goldenen DHL-Postkarte für den Automaten, wo man Status bekommen konnte. Also, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich freue mich auf eure Kommentare
Und ich freue mich, euch auf Skool zu sehen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Ich selber werde jetzt weiterarbeiten und freue mich auf eure Kommentare bis zur nächsten Sendung. Also bis dann, ciao, ciao und tschüss.